manche, wenn sie das Wort schon hören, machen aus. genau, machen aus und denken, oh mein Gott. Ja, man könnte fast sagen, es gibt eine gesunde Symbiose und eine ungesunde Symbiose. Und das, wovor die meisten Angst haben oder ausschalten, ist eigentlich, wenn man das Gefühl hat, das ist so eine ungesunde Symbiose. Das ist vielleicht das, was die meisten kennen. Und deshalb ist da auch so ein Widerstand da zu dem Thema oder auch so eine Angst vor Aber das ist halt Symbiose. einfach auch in der Entwicklung, wir werden dazu erzogen, individuell zu sein. Ja. Wir werden dazu erzogen, immer mehr auf unsere Bedürfnisse einzugehen, unser Leben zu leben. Also immer ich. Also immer mehr eigentlich diese Individualität. Und wo das hingeht, ist einfach eine völlige Einbahnstraße. Also es ist halt einfach eine völlige Isolation. Also man fühlt sich immer weniger verbunden mit Menschen, mit der Natur, mit dem Leben, aus dem heraus. Weil wir suchen die Individualität, aber im Innern würden wir den Frieden finden in der Symbiose, also in der Einheit. Ja, und ich denke, das haben einfach viele Menschen sehr negativ erlebt in der Symbiose. Also wir kennen die Symbiose aus der Familie vielleicht. Es gibt viele Menschen, die sich unwohl fühlen in ihrer Familie oder das Gefühl haben, ja, ich bin anders. Und deshalb, ich habe das Gefühl, das ist aus dem heraus gekommen. Also wir sind wie so, vielleicht früher noch vor Hunderten von Jahren, so zwanghaft in der Familie, also wie so ein Zwang. Wir müssen einfach zusammen sein. Und manche Leute, die dann das Gefühl haben, dass ich fühle mich da nicht wohl, die haben wie keine Chance gehabt da raus. Und da habe ich so das Gefühl, das ist vielleicht so der erste Entwicklungsschritt. Also eigentlich will man raus aus der Symbiose, weil man merkt, ich fühle mich da nicht wohl. Und dann geht es in, was du gesagt hast, in dieses, ja, ist ich, was will ich eigentlich? Und dieses Ich ist komischerweise aber auch nicht erfüllend, wenn wir dem hinterherlaufen, sondern wir vereinsamen. Und deshalb ist so, die Sehnsucht ist eigentlich nach der Einheit. Ja. Die ist einfach da, egal ob Einheit mit einem Menschen oder mit vielen Menschen, mit dem Leben, einfach nach Einheit, also so ein Verschmelzen, also von Nicht-Ich. Also umso mehr Nicht-Ich, umso mehr Glück ist da, also umso mehr spürst du eigentlich die Einheit. In Beziehungen ist viel, dass wir Angst haben vor Abhängigkeiten. Also jeder muss so sein eigenes machen, sein eigenes Hobby pflegen, eigene Freunde pflegen oder so. Und das haben wir zum größten Teil aus der Angst heraus, einfach abhängig zu werden. Dass wenn der andere wegbricht, Genau. dass wir dann wie so alleine dastehen. Ja, und man könnte sagen, das ist ja vielleicht auch wieder gesellschaftlich oder geschichtlich bedingt, weil das einfach viel passiert ist. Ich meine, früher sind viele Väter am Krieg geblieben, dann gab es die ganzen, dass es angefangen hat, Leute können sich scheiden, viele Familien, die zerbrochen sind. Und also wir sind das so gewohnt, gesellschaftlich, dass das passiert. Und aus dem, um uns eigentlich davor zu schützen, kommt diese Angst vor Abhängigkeit. Ja. Ne? Und aber das ist vielleicht so diese unbewusste oder diese schmerzhafte, deshalb ist es manchmal vielleicht auch wichtig, das mal zu sehen, wo kommt die Angst eigentlich her, die ich habe vor Abhängigkeit. Weil die Wahrheit ist ja, wir können gar nicht unabhängig leben. Also wir sind abhängig von unserem Job, wir sind abhängig vom Wetter manchmal, wir sind abhängig von also in Wahrheit sind wir ja gar nicht also diese Unabhängigkeit, das ist sowas. Ist nur eine Idee. Halt, ist eine Idee, ja. Oder die sich dann so stark ausdrückt in Beziehungen oder Freundschaften. Darauf haben wir das sehr stark, wie sagt man das? Projiziert. Also wir projizieren Deshalb das. ist aber auch die Individualität ist nur eine Projektion. Ja. In Wirklichkeit leben wir nicht getrennt. Genau. Also wir leben einfach nicht getrennt. Alles bewegt sich zusammen in Einheit. Also in Wirklichkeit ist die Symbiose da. Genau. Also unsere Bewegung macht was mit
dem Ganzen. Mit dem Ganzen. Also es bewegt sich in Einheit. Und um das zu erkennen, dass es eigentlich eine Symbiose gibt, also dass wir auch eine Sehnsucht nach einer Symbiose haben, ne? Erwachen, Erleuchtung, alles Symbiose. Also Symbiose, Einheit mit dem Leben. Ne? Der spirituelle Weg ist wahnsinnig viel, dass du dich aufgibst für Gott, dass du dich aufgibst. Also immer dieses weniger, weniger, weniger. Ich finde das noch manchmal noch so interessant. So im normalen Leben ist das wie Feuer, Symbiose, oh mein Gott, nee, ich will nicht abhängig werden von einem Menschen. Ne? Und in den religiösen oder spirituellen ist das gang und gäbe, dass man sich auflöst für die Wahrheit, dass man zum Guru geht und sich auflöst. Ne? Also dieses Auflösen hat da einen ganzen positiven Effekt. Ne? Und das finde ich einfach sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wir bleiben alle irgendwo so ein bisschen hängen vor der Angst vor der Symbiose. Ja, weil wir vielleicht auch diese gesunde Symbiose, also wenn man das so nennen würde, zum Teil gar nicht erlebt haben oder vielleicht auch manchmal wie gar nicht sehen, dass das natürlich ist. Also dass in dieser Symbiose, wo ich mich auflöse, ich trotzdem nicht weg bin. Ich bin trotzdem da mit meinen Bedürfnissen. Genau. Das ist ja auch in der Partnerschaft, wo man symbiotisch lebt, kann man ja trotzdem seine Sachen machen. Das ist ja nur so eine Idee. Also die Angst davor ist eine Idee. Und wenn man merkt, dass das geht, also dass das einfach, dass das nur so ein Schreckgespenst ist, das vielleicht gar nicht stimmt. Bloß weil man das vielleicht noch nie so erlebt hat, sondern vielleicht nur diese krankhafte Symbiose kennt, also diese Angst hat, ja. Also die Angst vor Abhängigkeit und vor, dass man nicht mehr seine Bedürfnisse oder seine Individualität lebt. Das prägt eigentlich so diese Angst vor einer Symbiose. Und wir können uns halt wie nur nicht vorstellen, dass in der Einheit, also im Leben, also in der Symbiose eigentlich mit dem Leben, wir unsere Individualität noch mehr scheinen würde. Also sie würde wie noch mehr rauskommen, weil in der Symbiose fühlst du dich sicher. Also du fühlst dich wie aufgehoben. Das ist wie auch in der symbiotischen Beziehung. Kannst du dich aufgehoben fühlen und kannst dich viel mehr entwickeln. Also du hast viel mehr Power und Zeit um dich zu entwickeln. Ja, weil du nicht immer Angst haben musst, dass irgendwas passiert, ne? Sondern das ist ja auch wie ein Kind. Wenn ein Kind weiß, Mama und Papa sind immer da, kann es relaxen und muss nicht immer gucken, oh, wo sind sie jetzt? Und ne, es kann relaxen und kann sich entwickeln, viel mehr als ein Kind, was immer Angst haben muss, wie ist jetzt Mami oder Papi drauf? Oder wo sich nicht traut zu zeigen auch. Ne? Also so zu zeigen, aber wenn du in einer symbiotischen Beziehung jetzt bist oder mit Menschen zusammen bist, wo dir wohlgesonnen sind, also wo du dich aufgehoben fühlst, traust du dich viel mehr, dich selber zu sein, also du vertraust eigentlich dich selber zu sein und eigentlich wie echter zu sein. Also das wäre so diese gesunde Symbiose, also dass die Einheit dich eigentlich unterstützt im Scheinen oder im Leuchten. Und dadurch, dass wir das so ablehnen, also dass wir auch Beziehungen eigentlich ablehnen, die eigentlich so tiefer gehen können, ne? Und wir sagen ja viel auch in unseren Retreats oder in Paar-Sessions, dass wir einfach auch abhängig sind. Also wir sind voneinander abhängig. Wir sind abhängig, dass der eine das macht, der andere das macht und so. Also das ist eine Abhängigkeit, wenn man in einer Beziehung ist. Ne? Das zu verneinen, lässt eine Beziehung gar nicht intim werden. Also wenn du intim bist, öffnest du dich dafür, dass du wie auch abhängig bist vom Partner, ne? Oder von anderen Menschen. Ne? Wie du abhängig bist von deinem Chef, dass er dir Geld gibt. Also die Abhängigkeit ist tatsächlich da. Genau, und ich finde gerade so mit diesem Beispiel Firma ist es mega
eigentlich jedem logisch, das ist ja auch eine Symbiose. Ja. Und wenn ich mich nicht verlassen kann, dass mein Kollege das macht, oder es gibt ja dann die Leute, die machen das, die anderen machen das. Ja. Das ist ja eigentlich der Sinn auch, dass man sich die Super. Arbeit erleichtert. Genau. Ne? Und in der Beziehung will aber jeder alles selber machen, um ja nicht abhängig zu sein. Ja. Das sind eigentlich dann wie fast Abteilungen, die unterschiedlich agieren. Also man sagt, man hat einen unterschiedlichen Freundeskreis, man hat einen unterschiedliche Hobbys und Sachen so. Ne? Das kann ja wie so alles sein, aber wenn man sich das immer so in diesem Bild anschaut, ist es halt einfach auch, du zeigst manche Seiten von dir nicht. Ne? Und als Einheit wirst du wie anders navigiert, so, wenn du so immer dein eigenes Ding machst und dein eigenes Ding machst und so. Also du zeigst manche Seiten wie einfach nicht. Und wenn du aber in Beziehungen reingehst, wo du wirklich intim und echt sein willst, bist du automatisch eigentlich in der Abhängigkeit drin. Also dich zu zeigen, ne, mit allem, was wie so da ist. Und wenn du das mit Menschen zusammen machst, ist es eigentlich wie so ein gelebtes Erwachen, also eine gelebte Einheit lebst du. Also du erkennst die Schönheit in der Symbiose. Du erkennst die Schönheit im Ausdrücken von einer Einheit. In deinem kleinen Umfeld, also mit den einzelnen Menschen, wo du zusammen bist, und mit dem Größeren, also jeden Menschen, den du begegnest, mit der Natur. Das ist eigentlich das Coole an der Symbiose, dass du die Einheit mit einem Menschen, mit der Familie, mit den Freunden wie erweitern kannst. Also dass die Symbiose eigentlich das Erwachen, die Einheit wie lernen kannst zu verkörpern. Und dann kommen halt die Stimmen, die sagen, ja, aber du verlierst dich. Das stimmt, du verlierst dich und wirst größer und größer und größer. Du verlierst dich in der Einheit des Lebens. Und schlussendlich bleibt die Einheit des Lebens übrig. Dann ist auch die Symbiose weg, sondern nur die Einheit. Aber die Symbiose ist sicher auch die Sehnsucht nach Hause kommen. Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich gerade sagen, ja. Dass wahrscheinlich wirklich jeder in sich auch diese tiefe Sehnsucht hat. Deshalb sehnen wir uns ja auch nach Beziehungen. Wenn man nicht Beziehungen, dann tiefe Freundschaften. Also wir haben schon, also jeder, wenn er ehrlich ist und in sich reinfühlt, hat sicher irgendwo die Sehnsucht, echt sein zu können oder einfach er selber sein zu können. Und das, wenn jemand anders dabei ist, das finde ich ja so schön. Ja, also ich finde das so schön. Mein Leben ist reicher geworden, weil ihr dabei seid, du und die Kalisi. Das ist so, es war mega schön, auch diese ganzen Sachen, also mein Wachstum, meine Entwicklung selber zu machen, aber zu merken, dass ihr dabei seid und das mitbekommt und mir wohlgesonnen seid, mit dem, das macht es wie tiefer für mich. Und wertvoller, ne? Ja. Also du hast noch mal gesagt, das ist so schön, eigentlich so gesehen zu werden. Ja. Also wir haben eigentlich alle die Sehnsucht, gesehen zu werden. Ne? Ja. Aber wenn wir uns immer verstecken, können wir auch nicht gesehen werden. Ne? Und wenn wir uns aber wirklich öffnen, also ich zeige mich dir. Ja. Ne? Ich gehe wirklich in diese Symbiose und ich zeige mich dir. Ne? Dann ist das Risiko da von Abhängigkeit, von Ablehnung, von Verletzung, ist alles da. Alles da. Du blätterst alles hin. Aber was du dafür bekommst, ist die Einheit. Ja. Diese Sehnsucht nach Einheit wird wie so gestillt. Also du wirst wie merken, oh, das ist der richtige Weg. Ne? Wie schön ist es mit einem Kind symbiotisch zu sein, dass das Kind sich aufgehoben fühlt. Ne? Also wir haben das immer nur so als negativ abgespeichert, aber wir sehen gar nicht so die Schönheit da drin und wir wollen eigentlich heute mal darauf aufmerksam machen, dass das eigentlich einen tieferen Sinn hat und wir uns da nicht verlieren sollen eigentlich in dieser Individualität.
Ja, oder wir verlieren uns einfach auch in dieser Angst davor. Also wir sind vielleicht enttäuscht worden und das gehört ja auch dazu. Also das ist ja auch richtig, dass man enttäuscht wird und merkt, okay, vielleicht mit dem Menschen ist es nicht möglich, aber vielleicht mit jemand anderem. Also so dieses, vielleicht wollen wir auch ein bisschen Mut machen, da weiter zu suchen und nicht bei dieser Enttäuschung zu bleiben. Weil wenn diese Sehnsucht so tief angelegt ist in uns, dann ist es wichtig zu suchen, bis ich das finde. Ja. Weil irgendwas stimmt ja damit, sonst wäre das ja nicht da. Du willst ja eigentlich auch nicht eine Wahrheit, die du irgendwie ablegen kannst. So, du willst eigentlich eine Wahrheit, die dich verändert, eine Wahrheit, die du vereinnahmst. Also du willst die Wahrheit leben. Ja. Du willst eigentlich symbiotisch sein mit der Wahrheit. Ne? Also du willst ja nicht deine Individualität und die Wahrheit. Das wollen zwar schon viele, also sie wollen so eine Wahrheit, wo sie dann individuell nutzen können. Ne? Und deshalb finde ich es auch so kraftvoll, sich manchmal eigentlich, dass so die Wahrheit im spirituellen Sinne wie das Höchste ist, dass du dich danach ausrichtest. Also du richtest dich eigentlich nach der Wahrheit aus. Ne? Du wirst abhängig von der Wahrheit, also du gehst den Weg in die Wahrheit rein. Ne? Und das hat was sehr Erfüllendes und Schönes, wenn man diesen Weg tatsächlich gehen kann. Und es ist ein tiefer spiritueller Sinn da drin, in dem. Und das kann man aber nur erkennen, wenn man es tatsächlich auch ausprobiert und vielleicht mit dieser tieferen oder größeren Wahrnehmung drauf schaut und nicht mit der kleinen Wahrnehmung, die sofort Angst hat vor jeder Verschmelzung von 2 Menschen oder von 3 oder vor 4 Menschen oder ja. Also in jedem Schlechten ist halt auch wie so ein was drin, wie manchmal so eine Tür ist. So, wir denken dann, das ist wie schlecht, aber es hat einfach was, wo uns wahnsinnig helfen kann, ne? Und uns glücklich machen kann, wenn wir in die Richtung gehen. Ja, das haben ja eigentlich alle die Sachen, wovor wir Angst haben. Also Opfer sein, Symbiose. Wenn wir da Täter sein, genau. Wenn wir da hingehen, ich habe heute gerade in so einem Kalender, irgend so einen Kalenderspruch gelesen, man soll da hingehen, wo man die größte Angst hat. Ja. Das ist ja so, diese weisen Sprüche, aber das zu tun ist das andere. Genau. Ne? Das ist wirklich wahr. Wenn wir da hingehen, wo wir Angst haben, öffnet sich was, ist die Tür, das zu erforschen und zu gucken, ob diese Angst berechtigt ist, wie viel wirklich davon stimmt und vielleicht, was da auch noch ist. Und den Mut haben schon nicht so viele. Deshalb braucht es vielleicht manchmal Menschen, die darauf aufmerksam machen oder die das ausprobieren und gucken, was dann passiert. Ja, ich finde jeden mutig, der sich traut, da hinzugucken. Ja, schön. Und die Symbiose mal zu hinterfragen. Ne? Oder zu gucken, was... was daran, das Schreckgespenst vielleicht auch mal zu schauen, nach was dich eigentlich wirklich sehnt. So, ne? Wenn dein Weg im Moment eigentlich diese Individualität ist, dann geh ihn. Ne? Geh ihn, bis du merkst, dass es dich eigentlich dürstet nach Einheit. Ne? Und dann wirst du vielleicht auch Menschen finden oder Gemeinschaften finden, wo du genau das findest. Also wo du diese Einheit immer mehr leben kannst. Mit Menschen, mit Einzelnen, mit Partnern, Intimität. Ne? Das würden wir eigentlich jedem wünschen. Schön. Schön, ja. Ja, ich finde halt auch so die Natur, das ist ja einfach eine Symbiose. Total, ja. Das ist ja alles miteinander
connected und voneinander abhängig. Also wenn da irgendwo andere Bäume gepflanzt werden, dann passiert da was mit dem Wetter. Also die Beispiele, die Alles sind ja unermesslich. Ja, also es ist abhängig ja und verknüpft miteinander und so. Das ist der Normalste von der Welt, ja. diese Symbiose. Und wir Menschen denken, nee, wir wollen das nicht. Dabei sind wir einfach symbiotisch. Und wenn man tatsächlich zu zweit zusammenlebt oder als Familie zusammenlebt und so, da sich nicht zu zeigen und echt zu sein und zu erblühen, ist mega schade, ne? Weil das eigentlich so der Boden ist, wo man erblühen könnte oder dürfte. Ja, und wenn man das nicht kann, merkt man, das ist der Falsche oder die Falsche oder der falsche Freundeskreis, ne? Wo ich nicht erblühen kann. Dann ist es wichtig, okay, dann gehe ich da raus, das ist die falsche Symbiose und ich suche mir eine, wo es geht, also wo ich sein kann und das gewertschätzt wird. Ja, das ist ja eigentlich auch mega schön, wenn du in dem Weg gehst, dass du merkst, wo es dich hinzieht, also dein Erblühen eigentlich hinzieht. Ne? Und wenn du aber die anderen Menschen und deine Umgebung mit reinnimmst, bist du eigentlich immer aufgehoben und das Leben unterstützt dich eigentlich in deinem Erschaffungsprozess von deinem Leben. So, und wird dich dann in die richtige Richtung lenken, auch mit den richtigen Menschen zusammen und so. Und dass du die richtigen Verbindungen suchst oder die Einheit tatsächlich mit den Menschen leben kannst. Ja. Schön. Schön, ja. Schön. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende, ne? Ja. Ja, interessantes Thema. Ja. Schreib gern, wenn du Fragen hast oder ja, wie du das Video gefunden hast, ob es dich inspiriert hat. Ja. Ob es dich abschreckt oder vielleicht interessiert. Alles Liebe dir. Ja, hören gerne von dir. Tschüss. Tschüss.